Hallo meine Lieben, heute ein weiteres Sublimationsprojekt für euch, etwas, was ihr euch sehr wahrscheinlich nicht gedacht habt, dass das funktioniert. Und zwar werden wir als Geschenkidee ein Schneidebrett sublimieren. Wie das funktioniert, das seht ihr gleich nach dem Intro. Heute will ich euch, wie gesagt, zeigen, wie ihr ein Küchenbrett sublimieren könnt oder ein Schneidebrett. Und wenn man das auspackt, dann hat es einerseits hier die Glasseite mit dem Relief und auf der Rückseite ist es weiß. Und das ist genau das, was wir brauchen. Jetzt ist es nicht so, wie wir sonst sublimieren, sondern was wir machen werden, wir werden auf der Rückseite sublimieren und das wird dann durch das Glas sichtbar sein. Und deshalb ist es hierbei wichtig, dass ihr den Ausdruck nicht spiegelt. Ne? Ich habe hier ein Blumenmuster, das habe ich von freepik.com und bin dann mit einem Schriftzug drauf, My Kitchen, My Rules, das habe ich mit Procreate gemacht und habe hier Hello Austin verwendet von der Font her. Und hier habe ich ein bisschen getestet, weil das ist nicht ganz billig, dieses Brett. Deshalb wollte ich da nicht Gefahr laufen, dass irgendwas schief läuft oder zumindest die Risiken minimieren, sagen wir mal so. Ich hatte ein Bild und als ich das ausgedruckt und gepresst habe als Test, sah das so aus. Ich nehme euch kurz ein bisschen näher. Ich habe ein paar Tests gemacht. Ich hatte dieses Bild entworfen und das sah dann, wenn ich das gepresst habe, so aus. Ne? Ihr erinnert euch, als ich euch mal gezeigt habe, wenn ich Fotos sublimiere, dass das dann so aussehen kann. Und etwas Ähnliches ist hier passiert. Das heißt, ich bin dann hin und habe von den Einstellungen ein bisschen was geändert. Ich hatte das euch im vorherigen Video gezeigt, wo ich das Puzzle sublimiert habe, wie ihr das anpassen könnt. Da habe ich einen Test gemacht, wo ich einfach die Brightness, also die Helligkeit, 20% hochgenommen habe. Hat mir dann aber immer noch nicht gefallen, weil es einfach nicht die Farben waren, die ich haben wollte. Dann habe ich versucht mit Brightness hoch 20%, Kontrast runter 20%, aber auch das Ergebnis hat mir noch nicht gefallen. Dann habe ich was anderes versucht und zwar die Temperatur. Normalerweise sind es 6500. Die Temperatur habe ich hier auf 5000 runtergenommen. Brightness und Kontrast 10%. Ne? Und das sah dann schon mehr so aus, wie ich das haben wollte. Aber ich habe es dann noch einmal versucht und bin dann mit der Temperatur sogar auf 4500 runter. Kontrast 10%, Brightness 20%. So sah das dann aus und das war das, was ich haben wollte. Und genau das habe ich dann ausgedruckt mit meinem Sublimationsdrucker. Und von der Größe einfach ein kleines bisschen größer als das Brett, damit ich hier am Rand dann nicht Gefahr laufe, dass ich irgendwo plötzlich einen weißen Rahmen habe. Und jetzt können wir das Ganze eigentlich schon auf das Brett drauf bringen. Was nicht schlecht ist, wenn ihr da mit den Fingern schon massiv drauf gegangen seid, dass ihr da das nochmal putzt. Mal gucken, wie ich das mache am besten. Ich mache das, glaube ich, am einfachsten so, dass ich hier ringsherum Kleber schon mal drauf mache, auf der Rückseite. Dann lege ich das wieder hin, so dass der Clipper jetzt nach oben guckt. Dann nehme ich das Brett und platziere das schön mittig. Und dann mache ich die Kleber hoch und klebe das Ganze am Brett fest.
Ich habe, als die Hitzepresse noch kühl war, habe ich kurz getestet, wie viel Druck oder wie ich das einstellen muss, damit ich da ungefähr mittleren Druck habe. Also nicht extrem hart pressen, aber auch nicht zu locker. Und ja, ich habe die Heatpress auf 200 Grad und das Ganze pressen wir bei 240 Sekunden. Und wie immer, um eure Oberfläche zu schützen, ne, ein Backtrennpapier, dann die Scheibe so drauf. Und gerade das hält gar noch nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Aber lieber noch ein bisschen mehr Kleber, weil das wäre dann schade, wenn das verrutscht. It's cold outside, it tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. So, ich habe das jetzt noch ein bisschen fester gemacht, damit ich da wirklich einen satten, also dass es wirklich satt auf dem Schneidebrett drauf ist. Dann kommt das auf das Backtrennpapier, dann eben das hier so drauf und dann das zweite Backtrennpapier drüber. Und so packe ich das dann auf die Heatpress drauf. Und wenn ihr fertig seid mit Pressen, lasst das wirklich liegen. Ne? Das ist Glas, das wird richtig schön warm mit dem Pressen. Von dem her einfach drauf liegen lassen und abkühlen lassen. That's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's So, meine Lieben, jetzt bin ich richtig gespannt. Ich habe das Ganze hier auf die Hitzematte gelegt zum Auskühlen. Braucht schon eine Weile. Ich glaube, ich habe das jetzt in etwa 15 Minuten abkühlen lassen. Und jetzt können wir hier die ganzen Kleber lösen. Und so sieht das Ganze jetzt von der Rückseite aus. Das heißt, ich sehe jetzt quasi alles auf dem Kopf und wenn ich das drehe, tata, ist das nicht Hammer. Und wenn wir das jetzt vergleichen, das war mein Testdruck. Ihr seht, die Farben sind wirklich so geblieben. Ich weiß nicht, ob es bei der Kamera oder mit der Kamera wirklich so grandios aussieht, wie ich das jetzt gerade sehe. Aber ich finde es der absolute Hammer. Boah, ist das schön. Sowas zu verschenken macht Spaß. Definitiv. Schriftzug ist wunderbar erkennbar. Ich würde dann nicht zu klein gehen, weil durch diese Struktur verschwimmt das fast ein bisschen. Aber das passt so dermaßen gut zu diesem Vintage-Look. Und jetzt hätte es eigentlich hinten kleine Plastikfüßchen, die man da drauf machen kann. Die sind mir irgendwie abhanden gekommen. Muss ich mir noch ein paar kaufen, damit ich das dann drauf machen kann. Und so liegt es dann auf den Plastikfüßen drauf. Aber ne. Ich bin sprachlos. Es ist so dermaßen schön geworden. Ach, meine Lieben, es könnte sein, dass ich mir das selber schenke.
Aber das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr ein Glasschneidebrett sublimieren könnt, nämlich von der Rückseite mit einem Motiv, was hier nicht spiegelt, damit ihr da dann wunderbar das ganz normal als Brett verwenden könnt. Ich würde jetzt ja wahrscheinlich hier nicht mit groß mit einem harten Schwamm drüber, um das zu putzen. Aber man verwendet es ja hier oben. Da kann, klar, Wasser kann drauf, aber ich würde da jetzt nicht extrem mit so einem Drahtschwamm da drüber gehen. Aber eben, das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee genauso gut gefallen wie mir und euch hat auch das Video gefallen und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas.